Ich erinnere mich an ein Bild, was ich unvergesslich finde, als Goebbels im Mai 1945, paar Tage vorm Kriegsende, die russischen Panzer waren schon in den Vororten von Berlin, dem Volkssturm gegenüber saß, einer Masse von Männern, und sagte, ihr müsst kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Und die Menschen klatschten, begeistert. Und da frage ich mich, wo ist die Vernunft? Sie beklatschen ihr eigenes Todesurteil. Und das erlebe ich in gewisser Weise immer wieder, wie ein Mann die Welt bedrohen kann. The fourth is freedom from fear. Hier Armin Müller-Stahl, Haus Art, related zu Frieden. Die Aufgabe der Kunst ist es nicht, finde ich, unbedingt zu beweisen, dass man stark sein kann. Aber sie hilft einem selbst, dem Künstler, einen Freiraum zu verschaffen gegen die Ungerechtigkeiten, die sie links und rechts von sich sehen. Und sie versuchen, etwas dagegen zu tun, nämlich Kunst zu machen. Ich habe lange überlegt, mein Leben, mit 91 muss man ja ein langes Leben hinter sich herziehen. Und ich denke darüber nach, die vielen Entscheidungen, die ich treffen musste in meinem Leben, dass am Ende meines Lebens etwas kommen muss, was ich ganz alleine verantworte. Nicht mehr die Teamarbeit, die ich ein ganzes Leben gemacht habe, auch gerne zum Teil im Film, im Theater, sondern da will ich ganz alleine sein. Es könnte Komponieren sein, habe ich gedacht, aber dann brauchen Sie Musiker, dann brauchen Sie wieder Leute und Sie sind nicht alleine. Schreiben, aber meine Augen sind schlecht, ich kann nicht mehr so gut sehen, also mit dem Schreiben ist es schwierig. Aber malen geht, das sind größere Flächen, das können meine Augen gut gestalten. Ich habe den Ukraine-Krieg mit lauter Sketchen da unten gemacht, irgendwelche größeren Papiere, und ich werde es durchmalen, unten los, und es gibt mir einen Freiraum, und der ist wichtig. So. Jeden Morgen gehe ich runter, so gegen 9, und gegen 12 oder 1, 2-3 Stunden mache ich nur noch. Da kommen Bilder zustande, die sehr unterschiedlich sind. Stehen immer so Texte, hier zum Beispiel. Das ist nebenbei gesagt auch ein Lied geworden. Es gibt Tage, da sage ich zu meinem Kind, sieh dir die Großen an, wie dumm sie sind. Es gibt Tage, die Welt rotes Tuch, da sind falsche Freunde und Lügen ein Fluch. Es gibt Tage, da bin ich so unversöhnt, da hätte ich mir am liebsten die Menschen abgewöhnt. Gut, ich will nur sagen, solche Sachen passieren häufig, dass die Texte mit drauf geschrieben werden und das Unbehagen, was da oder dort einfließt. Die Kunst und die Politik hat immer eine Ehe geführt. Und die Ehe war immer ungerecht. Die Kunst war immer der schwächere Partner der Politik. Sie wissen, die bildende Kunst beispielsweise wurde irgendwann entartete Kunst. Aber die Produktivität der Kunst, die ist merkwürdigerweise viel überlebensfähiger als die Politik wiederum.
die zu Lebenszeiten stärker scheint, aber als Überlebenspartner verliert. Wir lieben heute Heine, wir lieben Tolstoi, habe den Andrei Bolkonski in Krieg und Frieden 100-mal auf der Bühne gespielt. Krieg und Frieden immer wieder eine Rolle. Also ich will damit sagen, die Kunst lebt weiter, die Politik stirbt. Das ist Makarenko, der Dirigent, der in Kiew ein Konzert gegeben hat. Das wurde sofort ein Bild. Der dirigierte das Orchester, während der Krieg in der Ferne tobte. Musik gegen Krieg. Nebenbei gesagt, in meiner Erinnerung ist das erste Mal klar geworden, was Frieden ist, bei Stille. Ich habe das erste Mal nichts gehört. Ich sehe mich noch am Uchersee in Prenzlau. Ich hörte plötzlich kein Panzer, kein Schuss, kein Flugzeug, Stille. Das ist Frieden. Und das wurde mir so klar. Und die Tatsache, dass Musik im Streit mit dem Krieg ist ein so schönes Bild.